Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Und heute eine neue Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch. Noch eine kleine Osterkarte, ein kleines Ostermotiv. Und zwar, ich will eine kleine Kükenbande malen und ich zeige euch ein paar Variationen davon, wie das funktioniert. Grundlage, Küken, ganz einfach, wieder mal. Okay, ihr startet. Ich mache mal mein Dings hier ein bisschen runter. Hoffe, dass ich euch dann hier scharf habe. So, ihr startet mit dem Kopf. Ihr macht einen Kreis, der unten ein bisschen breiter ist, da wo die Backen sind. Ja? Oh, ich fange schon an. Ich fange jetzt schon an zu kritzeln. So, ein Kreis, der unten an den Wangen ein bisschen breiter ist. Herr im Himmel. Geht schon gut los heute. So. Wer möchte, kann dem Ganzen hier oben so ein paar Puschel aufsetzen. Ja. Einen kurzen Hals und macht dieselbe Form im Grunde nochmal. Also wieder ein Kreis, der unten ein bisschen breiter ist. Kann auch ein bisschen größer sein, das Ganze. Ja. Haben wir unsere Ente schon fast fertig. Jetzt nehmt ihr hier ein bisschen weg. Wenn ihr später geübt habt, könnt ihr das gleich im Ganzen durchmalen und malt hier einfach so ein 2 Flügelchen hin. Mit so einen Wellen oder eine runde Welle, das bleibt euch überlassen, was ihr lieber mögt. Und dann geht es daran, 2 ganz kleine, kurze Beinchen zu machen. Ihr macht die Striche, da macht ihr hier, spreizt ihr die Füße so weg, wie ein Dreieck. Und dann macht ihr einfach 3 Bögen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und zu den Mitten hin kann man noch so ein paar kleine diese Stege machen, die man so sieht, die Gelenke. Ja, und jetzt fehlt uns nur noch der Schnabel. Das ist einfach auch nur so ein Bogen in einer Runde. Und 2 kleine Äuglein, die werden recht weit unten angesetzt. Und fertig ist euer Küken. Ganz einfach. Das gleiche geht von der Seite. Ihr macht im Grunde fast die gleiche Kopfform. Also wieder, ich sage mal, fast die gleiche, weil man zum Schnabel hin ein bisschen rausziehen kann. Also zu der einen Seite richtig gut, zu der anderen könnte man es ein bisschen weiter rausziehen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, auch hier kann man ein paar Püschel setzen und dann malt man hier den Schnabel, so eine Runde und eine kleine Runde und den Augen und das Auge. So, und da das jetzt ein bisschen von der Seite ist der Körper etwas länger. Das heißt, wir machen den jetzt einfach so ein bisschen oval nach hinten weg. Hier können wir auch einen kleinen Pürtschel machen für die hinteren Federchen. Ne? Das ist ja noch keine ausgewachsene Ente, es ist ja nur ein Küken. Ne? Und dann macht ihr hier einfach euren Flügel. Wie ihr den gestaltet, bleibt euch überlassen. Und denkt dran, hier dürfen die Beine nicht nebeneinander. Ich male erstmal nur ein Füßchen. Und zwar genauso wie eben, nur seitlich geht das Dreieck jetzt weg. Und 1, 2, 3 oder nur 2. Und den anderen, den sieht man nicht so wirklich, den setzen wir hier so hinter, einfach nur. Ja? Und schon ist die Ente von der Seite fertig. So. Und dann kann man ein bisschen rumspielen mit diesen Enden. Was immer ihr euch überlegt. Man könnte, wenn ein der Hals hier zu lang wird, ja, kann ja mal sein, dass man zu lang kommt, dann malt er dem einfach hier ein kleines Schleifchen dran. Na? Total süß dann. Und schon hat die was Spezielles.
man kann diese Schleife auch auf den Kopf setzen. Also, ich male hier wieder meine Ente oder mein Küken ist es ja, Osterküken. Und, da male ich die Schleifen mal einfach hier oben auf den Kopf, Mädchen, und die Püschel kommen hier raus, ne? Ist vielleicht ein bisschen grob geworden für den kleinen Kopf, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Dann habt ihr, ähm so, und das meine ich jetzt, wenn ihr ein bisschen geübt habt, dann kommt das. Oh, ich kriege dieses Gesicht nicht hin heute. Ich kriege heute das nicht hin, dass es so ist, wie ich es gerne hätte. So. Das ist das, was ich meine, wenn ihr geübt habt, dann macht ihr hier den Flügel gleich und setzt dann den Körper dran, ne? Das darf auch nicht zu hoch, ganz wichtig. So, da habt ihr einmal eine Jungenente vielleicht, einmal eine Mädchenente. Die Jungenente kann man auch noch anders schön machen. Und zwar malt ihr euch den Kopf unten breiter als oben, Haare dran. Könnt ihr auch mal so einen Flügel mal so ein bisschen rausstehen lassen. Ist ja auch mal ganz nett. Und dann malt dem doch mal einfach Latzhose. Das macht ihr hier unten einfach nur glatt mit so einem kleinen Kreuz. Und dann habt ihr hier so ein Latzhosenküken. Das ist doch auch süß. Hm? Vielleicht male ich so einen nachher mal. Was geht noch? Immer wieder hier so ein bisschen größer, damit ihr die alle im Blick habt. Frisch geschlüpft. Noch mit dem Ei. Noch im Eichen drinne. Könnt ihr auch machen. Ne? Ich muss noch, der Schnabel ist nicht schön. Ich mal das gerade zu schnell, merke ich wieder mal für euch, ne? Also, es ist so. Genau. Ja, die sind doch zuckersüß. Oder? Was sagt ihr dazu? Ja, und das Ganze machen wir jetzt mal, bringen das mal irgendwie aufs Papier. So, ihr Lieben, ich hatte noch 2 zurechtgeschnittene Karten und ich hoffe,
Ich meine, es ist das Watercolor Joy, das merke ich aber erst beim Malen. Während ich hier noch eins habe und das sieht fast genauso aus und ich glaube, das ist das Aquapad von Clairefontaine. Ja, es ist schwierig. Doch, an der Rückseite könnte man es tatsächlich erkennen, denn das Aquapad ist glatt und dieses hier ist nicht glatt. Ah, okay. Hier, dieses ganz, ganz, ganz glatt, das hat kaum Struktur. Das ist das Aquapad. Und diese sind von der Rückseite auch geriffelt und deshalb ist das dann das das Watercolor Joy. Okay, Rätsel gelöst. Watercolor Joy haben wir hier. So, ich mache jetzt erstmal auf den einen hier auf jeden Fall schon mal einen Stempel oben drauf. Ein Osterstempel, das ist der Easy Stamp. Schaut bitte gerne in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch da mal das letzte Video, was ich gemacht habe von meinen liebsten Hilfsmaterialien und da ist das dabei. Und ich nutze das jetzt gerne mal hier. Ich setze hier mal die lieben Ostergrüße rein. Klappe das zu. Es bleibt normalerweise kleben, es sei denn, es ist so wie dieses nicht ganz entfettet. Dann machen wir das mal eben. Ich habe immer so eine kleine Flasche mit Reinigungsalkohol hier stehen. Dann gebe ich das einfach hier auf diesen Stempel ein bisschen drauf und gehe da mit einem Mikrofasertuch oder mit einer Küchenrolle drüber. Und normalerweise klebt das dann danach wieder 1A. So, ihr könnt es auch mit warmem Seifenwasser abwaschen. So, ich habe mir jetzt gleich meine Hände schön versaut. Da war noch Stempelfarbe dran. Ja, typisch, ne? Vorführeffekt. So, gucken wir mal, ob es jetzt besser klebt. Die lieben Ostergrüße. Ja. So, dann gehe ich da mit meinem Stempelkissen drauf. Und das ist der Vorteil jetzt bei diesem Easy Stamp. Sollte das Stempelkissen wie bei mir schon nicht mehr das Neueste sein, kann es passieren, dass die Farbe nicht so wirklich gut dieses Ding klebt nicht wirklich gut. Ich hoffe, es hält jetzt. Ich muss das nochmal richtig schön machen. Ja, geht. Sollte das nicht richtig schön satt sein, ja, dann kann man jetzt nochmals stempeln. Aber das hat hier gut funktioniert. Und ich nehme mal diese Karte hier schon mal raus. So. Ich wollte heute mal wieder mit Aquarellstiften arbeiten. Viele von euch haben ja Aquarellstifte zu Hause. Auch ich habe ein paar hier. Ich habe hier die Jumbo Grip von Faber-Castell. Dann habe ich hier Color Grip heißen die, sind auch von Faber-Castell, sind die gleichen. Die sind so dreieckig mit so Griffnupsis, nur ein bisschen schmaler. Und ich habe hier meine allerersten, das sind Koh-i-Noor. Ich kann ja auch nicht sagen, wo ich die mal her habe oder wo oder wie ich mir die mal gekauft habe. Das sind die allerersten Aquarellstifte, die ich noch habe. Im Übrigen könnt ihr Aquarellstifte daran erkennen, dass hier so ein Pinselchen drauf ist. Ne? Das ist der Unterschied zu den Buntstiften. Ja, und damit wollte ich heute mal ein bisschen malen. So, jetzt hatten wir hier eben so ein paar süße kleine. Und ich habe gedacht, ich lasse mal einen so ins Bild gucken. Und dafür mache ich mir jetzt den Rahmen schon mal, aber den Rest mache ich noch nicht mit diesem schwarzen. Ja, ich mache mir hier jetzt einfach meinen Rahmen freihand. So. Genau, das ist das, in dem wir jetzt arbeiten. Und nun beginne ich. Und ich
finde den so witzig mit der Latzhose. Ich glaube, den male ich mal hier rein. Versuche ich zumindest. So, ich will, dass der hier so schräg ins Bild guckt. Wir setzen hier mal, könnte das auch mit den Aquarellstiften malen, aber dann seht ihr es noch weniger. Wir setzen hier mal den Kopf rein. Ich hoffe, ihr seht das. Ich mache hier oben gleich so eine kleine Frisur dran. So, dann würde jetzt hier der Hals kommen und die Schultern. Die einen Schultern gehen nach da weg. Und mit den anderen will ich jetzt, dass er diesen Winkeflügel macht. Und den mache ich dann hier mal so. Nicht zu groß, die sind ja nicht so groß. So. Und dann würde ja hier jetzt die Latzhose und der Körper runterkommen. Ich male jetzt hier erstmal die Latzhose, damit das dann sozusagen erledigt ist. Und mache das dann jetzt hier nach unten. Eigentlich ein bisschen runder, ne? Runder ist schöner. Sprich, die Latzhose geht nach da. Und dann machen wir dem hier so schöne Brusttasche drauf. Und vielleicht noch so eine Seitentasche. Genau. Und dann machen wir hier so ein kurzes Beinchen nur. 1, 2, 3. Oh, das ist doch zuckersüß. So, und dann kommt hier der Schnabel hin. Und die beiden Äuglein. Ach, das wird da süß. Guckt euch das mal an. Hier noch so ein Ostereiform. Könnte ein bisschen größer fast sein, oder? Nö, das machen wir in der Größe. Ja. Ja, da malen wir hier dann mit ein bisschen das Gras noch hin. Verschiedenstens. Das finde ich schön. Da können wir das Osterei auch noch ein bisschen bunter malen. Gut. Ich nehme das jetzt ein bisschen wieder weg, den Bleistift. Nur ein bisschen. Sehr schön. So, und dann geht's los. Und ja, das ist jetzt wie mit einem Buntstift. Wir können uns hier jetzt unser Küken ausmalen. Ich mache erstmal den hier in Gelb. Man könnte den hier auch noch so ein paar Püschel hier an den Seiten malen. Das wäre auch noch okay. So, dann habe ich hier, ist er noch gelb. Und hier der Flügel. Und die Füße sind orange. Genauso wie der Schnabel, der ist auch orange. Füße sind auch orange. So, da ich ja immer ganz gerne mit Schatten arbeite, setze ich hier auf jeden Fall unterm Hals noch mal ein bisschen dunkleres Gelb. Und auch hier am Flügel.
Ja, das kann man aber auch hinterher noch reinsetzen. So, und dann braucht man noch für die Jeans habe ich hier so ein schönes Blau. Das noch mal an Spitzen. Das ist noch nicht spitz genug. Ich bin gespannt. Auf dem Papier habe ich noch nicht gemalt mit den Stiften, wie das jetzt so funktioniert hier, wie die sich da so verhalten. Und die Taschen werde ich gleich vielleicht noch mal absetzen, wenn sie ein bisschen dunkler sind. So, und dann können wir noch unser Ei gestalten. Hier noch der Rasen natürlich hin. Bisschen Grünzeug. Macht das einfach so ganz locker. Huffel, fluffel, fluffel, fluffel. Dann sieht es nach Rasen aus. Einfach so hoch machen. Auch mal hier zwischen. So. So wie so ein Gekritzel. Als ob ihr was schreibt in einer Geheimschrift, was keiner lesen kann. Und dazwischen könnt ihr dann ein bisschen helleres Grün machen. Das wird sich gleich schön verschwimmen. Oder auch ein bisschen dunkleres hier noch unter dem Kameraden. Auch hier wieder Schatten setzen, ne? Schauen wir mal. Wir schauen gleich mal, wie es reagiert jetzt beim Malen. Gut, klares Wasser habe ich hier stehen. Und meine Fumui-Pinsel, die lege ich mir bereit. Okay, und dann legen wir mal los und schauen mal, wie sich die Farben auf dem Papier verhalten. Ich fange jetzt erstmal hier mit dem jungen Mann an. Oh, sehr schön. Also das Papier finde ich toll, auch für die Aquarellstifte. Die sind natürlich nicht so leuchtend und satt, als wenn ihr Farben aus dem Kasten nehmt, ne? Wir können das gleich noch mal so ein bisschen überlagern, dann wird es noch ein bisschen kräftiger. Noch mal eine zweite Schicht drauf machen. So, jetzt muss ich aufpassen, ich möchte nicht, dass das sich verwäscht, deshalb mache ich erstmal die Flächen hier weiter, die nicht in Kontakt stehen. So, weiter geht es. Ich mache jetzt mal erstmal die Hose. Also es liegt wirklich an den Farben auch, wie gut sich die wieder anlösen. Na, bei den gelben sieht man gar keine Pinselstriche. Bei den Stiftstriche, Entschuldigung, bei den blauen muss man hier schon ein bisschen mehr ackern, um die wegzukriegen. Finde ich jetzt aber gerade an der Hose nicht sehr schlimm, muss ich sagen. Aber ja, kommt halt auf die Farbe an, ne? So. Nochmal hier den Schnabel machen.
Das Orange wiederum lässt sich sehr schön anlösen. Das habe ich auch unten schon gesehen. So, hier wollen wir jetzt noch mal gucken. Und vielleicht liegt es tatsächlich an den Stiftsorten, die ich hier benutzt habe. So, ich mache jetzt hier noch mal ein bisschen stärkere Abgrenzung. So, ich hätte gerne den jungen Mann noch mal ein bisschen kräftiger. Jetzt gehe ich einfach noch mal mit dem Gelb rüber. Das ist ja trocken mittlerweile, ne? Könnt ihr durchaus machen, das ist überhaupt kein Problem. Noch eine zweite Schicht drauf machen. Bisschen leuchtender. Und eigentlich würde ich ganz gerne, dass der so 2 rosa Bäckchen hat, aber die male ich gleich erstmal rein. So, jetzt gucken wir mal eben. Ah, besser. Ne? Viel besser. Schön kräftig. Okay. Man muss die auch nicht verwaschen. Ne? Man kann das auch einfach mal so lassen und den wie einen Buntstift nutzen. Das geht auch. So, jetzt mache ich erst noch mal hier das Ei. Da will ich das noch mal so ein bisschen verziehen. Diesmal passe ich ein bisschen auf mit den Grenzen. Ich finde, dass meine Koh-i-Noor besser malen als diese hier, die Faber-Castell Color Grip. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die lösen sich schöner an. Ist vielleicht auch nur, ja, weiß ich nicht. Jeder andere schreit wahrscheinlich auf und sagt, nein, das sind die besten. Ja, bleibt jedem überlassen, wie er das sieht. So, ich möchte ein paar kleine rote Bäckchen machen. Dann nehme ich mir hier nur ein bisschen Farbe vom Pinsel und male das. Ist schon fast zu viel. Ziehe das nochmal mit Wasser. Da so 2 kleine rote Bäckchen. Ach, süß. Schön. So, jetzt hatten wir die Jeans. Nehme ich nochmal ein anderes Blau für die Taschen. Ich noch so ein bisschen absetzen. Mhm. Kann man auch noch gleich so schöne Nähte machen. Sieht auch noch gut aus. Das können wir dann vielleicht noch mal mit einem Feinliner machen.
und Knöpfchen setzen und solche Sachen. Ich will das sowieso gleich noch mit Schwarz umranden, ne? Ich mache das also noch, der wird noch eingeformt. So, jetzt haben wir hier unten noch den Rasen. Da nehme ich mal ein bisschen dickeren Pinsel mit Wasser und gehe mal hier einfach so ein bisschen rüber und verziehe das. Und hier ist das vollkommen okay für mich, dass diese Grasnarbe noch so zu sehen ist. Na, dass sich der Stift nicht komplett hier verwischt. So, auch hier kann man noch mal ein bisschen mit dem Stift ins Feuchte malen und das gleich ein bisschen verziehen. Noch so ein paar und vor allen Dingen hier, wo das Ei ist, ne? Das Ei sitzt ja im Rasen sozusagen. Macht auch da ein paar Grashalme dran, umso schöner wirkt es, ne? Ja, super. So, dann lassen wir das noch mal wieder trocknen und dann kommen die Feinheiten noch. So, ich habe mir gerade noch überlegt, dass ich hier oben einfach noch so ein bisschen blauen Himmel hätte. Und da male ich das hier einfach so ganz leicht, nicht überall, und verziehe mir das dann noch mal ein bisschen mit Wasser, so wie kleine Wolken. Dann ist der Himmel, das da oben nicht so langweilig, ne? Ja, geht doch gut mit den Stiften. Ganz zart nur. Ja, schön. So, nochmal trocken föhnen. So, nun male ich hier einfach nochmal. So, und zwar muss jetzt auch nicht genau dem Kopf entsprechen, aber ich versuche es mal. So, dann fehlt mir hier die Hose, das gefällt mir nicht, ne? Da habe ich nicht richtig schön gemalt. Da ziehe ich jetzt noch mal ein bisschen Farbe rüber. Und sobald der Stift getrocknet ist, so. Oh, passt ganz gut, ein bisschen Schatten ist auch gut.
So, dann nehme ich mir hier nochmal meinen Fineliner. Auch die sind unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz mit dem Föhn rüber. So, und dann machen wir ihm doch einfach hier nochmal so ein paar kleine Nähte. Ups. Ich muss aufhören. Das war schöner vorher. Aber ihn finde ich total super gelungen. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben. Ja, ganz einfach. Hier die Formen. Ne, es ist wirklich nicht schwer. Übt ein bisschen, probiert euch aus und dann habt ihr ganz tolle Möglichkeiten und könnt einfach mal so eine nette kleine Ostergeschichte hier machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.